Das ist eine kleine Qualle, die Irukandji heißt. Allein im 21. Jahrhundert hat sie 11 Menschen getötet. Und das ist das Salzwasserkrokodil. Von seinem Kiefer sterben jährlich Hunderte von Menschen. Und das sind bei weitem nicht die gruseligsten Bewohner Australiens. In diesem Video werde ich euch von den Schrecken erzählen, die in Australien passieren. Und am Ende des Videos werdet ihr erfahren, welches Ungeheuer in diesem Land die meisten Menschen tötet. Fangen wir vielleicht mit einem der harmlosesten Vertreter Australiens an. Aber ich möchte euch gleich sagen, er ist wirklich furchtbar. Und das ist die Palmkrabbe. Diese einzigartige Art von Krebstieren lebt auf tropischen Inseln und in Küstenwäldern im Indischen und Pazifischen Ozean. Außerdem terrorisiert er sehr oft die Bewohner Australiens. Die Krabbe beeindruckt mit ihrer großen Größe, ihrer ungewöhnlichen Biologie und ihrer Fähigkeit, in den Bedingungen der tropischen Wälder zu leben. Eine der Schlüsselmerkmale dieses Tieres ist seine enorme Größe und sein furchterregender Körperbau. Erwachsene Exemplare können ein Gewicht von bis zu 4 Kilogramm erreichen. Diese Krabben haben einen harten Panzer, der sie vor äußeren Einflüssen schützt, sowie ausgeprägte Scheren, die zur Verteidigung und zur Nahrungssuche verwendet werden. Dabei ernährt sich die Palmkrabbe ausschließlich von Kokosnüssen und greift niemals Menschen an, solange diese nicht die Grenzen überschreiten. Außerdem haben sie eine erstaunliche Fähigkeit, die es ihnen ermöglicht, in trockenen Bedingungen zu überleben. Die Tiere sind in der Lage, die Feuchtigkeit in ihrem Körper lange zu speichern. Dank dieser Fähigkeit überwinden sie mühelos große Strecken zu Fuß und wandern sogar. Und ohne diese Fähigkeit könnten sie einfach nicht überleben, da sie sich sonst kein Futter beschaffen könnten. Einer der erstaunlichen Aspekte des Lebens der Palmkrabben ist ihr Lebensstil in den Bäumen. Erwachsene Exemplare verbringen den Großteil ihres Lebens in ihrem natürlichen Lebensraum. Aber zur Fortpflanzungszeit machen sie sich auf den Weg zu den Baumkronen, um ihre Eier abzulegen. Und dieses Schauspiel erschreckt die Leute, die zum ersten Mal nach Australien kommen. Neujahrsverlosung vom Blogger Ilja Strekelowski. Jeder von euch kann völlig kostenlos ein Auto, einen Lada Granta mit Automatikgetriebe, gewinnen. Ein wunderschönes Auto in ausgezeichnetem Zustand, das 500.000 Rubel kostet. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müsst ihr dem Link in der Beschreibung folgen, den Telegram-Kanal abonnieren und auf die Teilnahmetaste drücken. Die Ergebnisse der Verlosung werden am 25. Dezember bekannt gegeben. Viel Glück! Also, Arachnophobikern kann ich wirklich nicht empfehlen, auf diesen Kontinent zu kommen. Das Ding ist, dass er buchstäblich von Spinnentieren wimmelt. Und viele von ihnen sind zudem auch sehr gefährlich. Hier zum Beispiel die Atrax robustus oder wie sie auch genannt wird, die Sydney-Trichternetzspinne. Das ist eine sehr gefährliche Tierart, denn von seinem Gift kann sogar ein erwachsener Mensch sterben. Aber noch viel schlimmer ist, dass selbst das Antivenin den Menschen nicht vor möglichen gesundheitlichen Folgen schützen kann. Außerdem zeichnet sich diese Spinne durch ihr besonders aggressives Verhalten aus. Er kann buchstäblich auf Menschen losgehen. Deshalb wird er als gefährlich bezeichnet. Und vor der Erfindung des Antivenins waren seine Bisse überhaupt ein Todesurteil. Deshalb rate ich dringend, sich von Vertretern dieser Art so weit wie möglich fernzuhalten. Übrigens gibt es in Australien auch so ein Viech wie die australische Witwe. Diese ziemlich hübsche Spinne von kleiner Größe ist tatsächlich eine Tötungsmaschine. Die Sache ist die, dass die australische Witwe zur Familie der schwarzen Witwen gehört, von denen ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Das sind die giftigsten Spinnen der Welt. Also, das Gift dieser Spinne ist ein Neurotoxin und kann bei Menschen sehr ernsthafte Folgen verursachen. Der Biss der australischen Witwe ist sehr schmerzhaft, er führt zu Muskelkrämpfen und in seltenen Fällen zu schwerwiegenderen Komplikationen. Obwohl es bereits Antivenine gegen ihr Gift gibt, wird es euch nicht vor den höllischen Schmerzen bewahren, die ihr erleiden werdet. Und Kinder könnten einfach nicht bis zu seiner Verabreichung überleben. Aber was reden wir hier über irgendwelche Insekten? Lass uns über die Bewohner des Meeres sprechen. Wenn man euch bitten würde, die gefährlichsten Tiere im Ozean zu nennen, wen würdet ihr nennen? Wahrscheinlich wären das Haie. Und welcher Art? Und hier fangen viele an, durcheinander zu kommen. Aber welcher Hai ist wirklich der gefährlichste? Es gibt einfach eine riesige Menge davon und viele von ihnen sind fast völlig ungefährlich. Also, eine riesige Anzahl von Angriffen auf Menschen hängt tatsächlich mit Tigerhaien zusammen. Das Ding ist, dass dieses Tier ein Allesfresser ist und sein Magen ist eine richtige Fabrik zur Verarbeitung von allem Möglichen. Sie kann sogar Plastik verdauen. Für Menschen stellen sie nicht so eine große Gefahr dar wie zum Beispiel weiße Haie,
aber sie haben ihren eigenen Stil beim Angreifen. Der Tigerhai greift oft an und lässt seine Beute danach wieder los. Außerdem kann sie unter bestimmten Umständen leicht einen Erwachsenen töten. Also, ihr solltet auf jeden Fall Abstand von ihnen halten, wenn ihr an einem der australischen Strände schwimmt. Aber persönlich finde ich, dass die Tiere, die man fast nicht sieht, viel gefährlicher sind. Zum Beispiel die Qualle und die Ruck-Anti. Sie haben einen durchsichtigen Körper und dünne Tentakeln, was sie im Wasser schwer erkennbar macht. Das Gift dieser Meeresbewohner enthält ein Toxin, das starke Schmerzen und auch ernsthafte Komplikationen verursachen kann. Zum Beispiel Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und sogar ernsthafte Atemprobleme. Einige Fälle von Stichen durch Ruck-Anti können tödlich sein, besonders für Menschen, die zu allergischen Reaktionen neigen. Allein im 21. Jahrhundert sind 11 Menschen durch ihr Gift gestorben. Und wie viele Leben diese unerklärliche Substanz insgesamt gefordert hat, lässt sich nicht zählen. Aber das Schlimmste für mich ist, dass diese kleinen Quallen mehr wie Plankton aussehen. Also, ich rate euch dringend davon ab, an australischen Stränden mit offenem Mund zu schwimmen. Plötzlich schluckt ihr ein paar von diesen Quallen. Ein weiterer Vertreter solcher Tiere ist die Würfelqualle. Und das ist genau der Fall, wo man besser aus der Ferne auf das lebende Wesen schaut. Das Ding ist, dass die Würfelqualle eine der gefährlichsten Quallen auf dem Planeten ist, ganz zu schweigen von Australien. Man kann sie an den Küsten von Südafrika, Thailand, Japan oder Kalifornien antreffen. Wenn euch dieses Tier sticht, habt ihr echt Pech gehabt. Verbrennungen können für den Menschen tödlich sein. Der Tod kann buchstäblich innerhalb von wenigen Minuten eintreten. Jährlich sterben 20 bis 40 Menschen durch ihre Stiche. Außerdem schwimmen sie ziemlich schnell. Und hier fragt ihr euch, wie man sich überhaupt vor ihnen schützt. Ja, so einfach wie möglich. In Australien werden entlang der Strände spezielle Netze gespannt, damit die Würfelquallen nicht zum Strand schwimmen und die Urlauber angreifen können. Dennoch passieren dort fast jedes Jahr tödliche Vorfälle. Aber genug von den gruseligen Meeresungeheuern. Es ist Zeit, zu den gruseligeren Tieren überzugehen. Hier zum Beispiel die viperartige Giftschlange. Viele Reptilienliebhaber sammeln Schlangen und Eidechsen zu Hause, aber die würden sich ganz sicher niemals so ein Tier zulegen. Die Sache ist die, dass bis zur Erfindung des Gegengifts gegen dieses Tier etwa 60% der gebissenen Menschen starben. Beeindruckende Zahlen, oder? Und von der viperartigen Giftschlange, die in Australien lebt, hat man neurotoxische Wirkungen. Und das bedeutet, dass das Opfer nicht nur schreckliche Schmerzen erleiden wird, sondern auch, dass ihr Tod maximal qualvoll sein wird. Nachdem das Gift wirkt, werdet ihr langsam zu ersticken beginnen. Die Muskeln fangen an, sich unwillkürlich zusammenzuziehen und der Schmerz wird den ganzen Körper lähmen. Das Gegengift wird euch vor den gefährlichsten Symptomen des Bisses und auch vor dem Tod retten, aber leider nicht vor den schrecklichen Schmerzen. Aber das sind noch die Blumen im Vergleich zu unserem nächsten Helden. Die östliche Braunschlange ist die zweitschädlichste Schlange der Welt und in Australien trifft man sie buchstäblich an jeder Ecke. 60% aller Todesfälle durch Schlangenbisse entfallen genau auf diese Art. Außerdem lieben sie menschliche Behausungen, sodass sie sich gerne in der Nähe von Menschen niederlassen. Das klinische Bild einer Vergiftung durch das Gift dieser Schlangen sieht ungefähr so aus. Schwindel, Durchfall, Schwäche oder Krämpfe, Nierenversagen, Lähmung und Herzstillstand. Ohne medizinische Hilfe können die Bisse tödlich sein. Gegengifte und Behandlungsmethoden gibt es natürlich, aber man muss sie auch rechtzeitig anwenden. Viele der Betroffenen überleben einfach nicht bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Und wenn euch der vorherige Vertreter der Reptilien nicht so sehr erschreckt hat, dann schaut euch diese Schönheit an. Das ist die Taipan, die giftigste Schlange, die man in Australien findet. Und einige Quellen behaupten, dass sie sogar die giftigste der Welt ist. Da kann man kaum widersprechen, denn die Menge an Gift, die in jedem einzelnen Tier steckt, reicht aus, um 100 Menschen zu töten. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass diese Schlange in der Wildnis fast nie Menschen angreift. Die meisten Bissfälle standen im Zusammenhang mit unsachgemäßem Umgang mit diesen Reptilien in Gefangenschaft. Und was für Schrecken einem widerfahren, wenn man von einer Taipan gebissen wird, darüber möchte ich lieber nicht sprechen, denn allein das Zuhören ist schon sehr unangenehm. Das Einzige, was ich hinzufügen kann, ist, dass ihr bei einem Besuch in Australien sehr vorsichtig sein solltet. Es gibt ein Gegenmittel für diese Schlangenart, aber versucht mal, bis dahin zu überleben. Das Einzige, was ich hinzufügen kann, ist, dass ihr bei einem Besuch in Australien sehr vorsichtig sein solltet. Es gibt ein Gegenmittel für diese Schlangenart, aber versucht mal, bis dahin zu überleben. Außerdem wird der Gesundheit irreparabler Schaden zugefügt.
Wenn ihr also Schlangen in diesem Land seht, solltet ihr definitiv so schnell wie möglich weglaufen. Es scheint, als wäre Australien die reinste Hölle auf Erden. Und als nächstes erfahrt ihr von weiteren Schrecken, die euch in diesem Land erwarten. Wenn die Anweisung, alle Tiere zu vermeiden, selbst ein Kind verstehen kann, was macht man dann mit Pflanzen? Die Sache ist die, dass es in Australien einen Quallenbaum gibt. Obwohl der Name vermuten lässt, dass die Pflanze riesig sein wird, handelt es sich in Wirklichkeit um kleine Triebe. Übrigens ähneln sie ziemlich stark der Brennnessel, wahrscheinlich weil sie zu dieser Familie gehören. Also, wo liegt die Gefahr dieser Pflanze? Die Gefahr liegt darin, dass der Schmerz so schrecklich ist, dass selbst Pferde ihn nicht ertragen können und sterben. Sollte ich überhaupt erwähnen, was mit einem Menschen passiert, wenn er dieser Pflanze begegnet? Natürlich sollte ich das erwähnen, ihr wartet ja so darauf. Deshalb habe ich extra für euch die Rückmeldung eines Glückspilzes gefunden. In den 2 oder 3 Tagen war der Schmerz einfach unerträglich. Ich konnte weder arbeiten noch schlafen. Es waren noch etwa 2 Wochen, in denen es quälend war. Die Qual dauerte 2 Jahre und wiederholte sich jedes Mal, wenn ich eine kalte Dusche nahm. Es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre. Das ist 10-mal schlimmer als jede Verbrennung. Noch erschreckendere Fakten über diese Pflanze. Es kann seine Wirkung sogar ohne Berührung entfalten. Die Sache ist die, dass auf den Blättern spezielle Härchen sind, in denen das Gift gespeichert wird, und diese können einfach abfallen und durch die Luft fliegen, sodass es sogar sehr gefährlich ist, in der Nähe dieser Büsche zu spazieren. Man kann Verbrennungen der Schleimhäute, der Nase und sogar der Lunge bekommen. Es ist auch erschreckend, dass die Pflanze selbst Jahre später, nachdem sie abgeholzt oder geschnitten wurde, weiterhin giftig bleibt. Aber trotz allem überrascht mich am meisten, dass die Früchte des Quallenbaums essbar sind. Stellt euch nur vor, da ist so ein Typ, der Beeren von einer Pflanze sammelt, die höllische Schmerzen verursacht und tödlich sein kann, und dann isst er sie einfach. Um ehrlich zu sein, bin ich von dieser Tatsache einfach schockiert. Aber das Grün in Australien kann nicht nur wegen der giftigen Härchen gefährlich sein. Dort trifft man oft auf Feuerameisen. Diese kleinen Insekten sind sogar für den Menschen sehr gefährlich, da sie ihr Opfer sofort als ganze Kolonie angreifen. Die Überlebenschancen selbst für die größten und stärksten Tiere sind so gering, dass man sich besser gar nicht in ihre Nähe begibt. Feuerameisen leben, wie seltsam es auch klingt, in Ameisenhügeln, und eine Kolonie kann aus Hunderttausenden von Individuen bestehen. Ihre Peiniger stechen und beißen sie, wann und wo sie wollen. Diese Art von Insekten ist sehr aggressiv. Übrigens haben sie 2 Arten von Waffen. Das erste sind die kräftigen Kiefer. Und das zweite ist das Gift, das bei Menschen starke allergische Reaktionen auslöst. Bei zahlreichen Stichen ist es wichtig, sofort Hilfe zu leisten, sonst kann die Person sterben. Übrigens ist schon ein einziger Stich so schmerzhaft, dass Menschen oft vor Schmerz das Bewusstsein verlieren. Wahrscheinlich werden sie deshalb Feuerameisen genannt. Um einen Erwachsenen zu töten, braucht man Hunderte von Tieren. Aber wenn ihr Allergien habt, dann lauft weg von diesen kleinen Monstern. Schon ein einziger Stich kann dich töten. Übrigens können Vögel in Australien auch ganz leicht einen Menschen töten. Hier zum Beispiel die Kasuare. Sie sehen wirklich sehr schön aus. Stimmt, sie sind gleichzeitig auch gefährlich. Im Jahr sterben 2 oder 3 Menschen durch ihre Angriffe. Neben ihrem kräftigen Schnabel haben sie immer extrem scharfe Krallen zur Verfügung. Zum Glück kann dieses Wesen nicht fliegen. Tatsächlich laufen Kasuare mit sehr hoher Geschwindigkeit und können leicht ein Auto einholen. Die Ähnlichkeit dieser Vögel mit Straußen ist tatsächlich kein Zufall. Das sind ziemlich nahe Verwandte. Stimmt, die Kasuare haben ein bisschen mehr Intelligenz. Aber das bedeutet nicht, dass man sie meiden sollte. Solche gefährlichen Bedingungen züchten in der Wildnis extrem starke und brutale Tiere. Wegen dessen sind einst auf die Straße geworfene Hunde zu einem echten Problem in Australien geworden. Die Sache ist die, dass jedes Jahr mehrere Menschen durch Angriffe von Rudeln dieser Säugetiere sterben. Die wilden Dingos sind erfahrene Jäger und Killer. Vor ihnen zu fliehen ist praktisch unmöglich. Die Sache ist die, dass diese Tiere extrem ausdauernd und stark sind, sodass der einzige Weg, sich vor einem Angriff zu retten, darin besteht, sich irgendwo in einem geschlossenen Raum zu verstecken. Zum Beispiel im Auto. Aber die Tatsache, dass einst Haustiere zu echten Tötungsmaschinen wurden, zeigt uns noch einmal, dass Australien ein höllischer Ort ist.
Leider sind fast alle Gewässer des Kontinents gefährlich für den Menschen. Wenn der Ozean voller Haie und giftiger Quallen ist, dann tummeln sich in Teichen und sehen die salzwasserliebenden Krokodile. Man nimmt an, dass diese Reptilien vor etwa 400 Millionen Jahren aufgetaucht sind. Vielleicht lebten sie Seite an Seite mit den Dinosauriern. Das erklärt, warum sie so gefährlich sind. Auf den ersten Blick sind Krokodile ungeschickt und langsam, aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. In der Realität ist es fast unmöglich, einem Angriff eines Salzwasserkrokodils zu entkommen. Seine Attacken sind blitzschnell, also rate ich dazu, solche Kreaturen besser zu meiden und in Gewässern überhaupt nicht zu schwimmen, weil der grüne Krokodil während der Jagd fast vollständig ins Wasser eintaucht und mit der Umgebung verschmilzt. Es ist praktisch unmöglich, ihn zu entdecken, denn während der Jagd taucht das Salzwasserkrokodil fast vollständig ins Wasser ein und verschmilzt mit der Umgebung. Es ist praktisch unmöglich, ihn zu entdecken. Aber zum Glück greifen die Reptilien Menschen nicht an, weil sie etwas essen wollen. Sie verteidigen einfach ihr Territorium. Deshalb rate ich davon ab, sich ihnen auch nur zu nähern. Jährlich sterben 1000 Menschen durch Angriffe von Krokodilen verschiedener Arten. Aber sie ist die süßeste. Und ich habe mich entschieden, wohl das gefährlichste Tier in Australien zu lassen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das sind kleine Mücken. Tatsächlich übertragen diese Insekten eine riesige Menge an schrecklichen Krankheiten. Nur in Australien gibt es 4 tödliche Krankheiten, die von Mücken übertragen werden können. Jährlich sterben Tausende von Menschen an ihren Stichen. Und die schlimmste Krankheit ist das Ross-River-Fieber. Sie beginnt sich im Körper des Menschen sofort nach dem Stich zu entwickeln. In den letzten 7 Jahren sind allein durch sie etwa 20.000 Menschen gestorben. Das war's von unserer Seite. Danke fürs Zuschauen. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn es hilfreich und interessant war, und bis zum nächsten Mal in den nächsten Videos. Tschüss!